Was zur Hölle ist das? Kamera läuft. Achtung, bitte nur kurz. Läuft? Ja. Und bitte. Mein Name ist Michael Klarfeld, ich bin der Regisseur von Ich will immer bei dir bleiben. Sie in ihrer Verlorenheit, in ihrer Scheiße, was habe ich hier gemacht? Film. Hallo, mein Name ist Alma, ich bin 19 Jahre alt und momentan Schülerin an der Freien Werkschule Meißen. Und ich hatte das Glück, eine Rolle zu bekommen, die eigentlich so zwei Rollen in sich vereint. Bitte. Hey, ich bin Yannick und ich durfte in Michael Klarfelds Film als Kamera- und Lichtmann sozusagen hier arbeiten und mitwirken. Ich heiße Wanda und meine Figur war Amanda. Genau, okay, gut. Nochmal. Ich habe lange überlegt, ob ich diesen Film mache. Der hat also 70 Minuten Länge, der Film. Und das ist eine Größe von einem Projekt, was schon weit über so ein Schulprojekt drüber hinausgeht. Okay, jetzt nicht mehr verquatschen, jetzt fokussieren wir uns und konzentrieren uns bitte. Insgesamt haben wir 8 Tage an dem Film gedreht. Und auch die Vor- und Nachbereitung für den Film hat ja sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ich habe an den Schauspielproben teilgenommen, die halt Michael mit uns gemacht hat. Und das war somit die größte und beste Vorbereitung. Wir haben auch viel gelernt, also so an Schauspielmethoden. Ole, wo sind meine Sachen? Das war für mich das erste Mal, dass ich so in diese Schauspielwelt eingetaucht bin und mal eine Rolle verkörpert habe vor der Kamera. Und als wir dann gelernt haben, unsere Emotionen und unsere Ausdrücke und Gesten mit unserer Rolle in Verbindung zu bringen, konnte man dann auch so zu Hause üben und sich richtig einfinden dann. Was hast du denn da in der Hand? Nichts weiter. Ich habe mich verbrannt. Wir haben auch viel Aufschluss über unsere Personen bekommen. Das heißt, ich hatte danach eine viel klarere Vorstellung, wie Amanda sein könnte, weil ich mich halt dann auch mit Michael drüber unterhalten habe und so. Und natürlich habe ich meinen Text gelernt, um mich darauf vorzubereiten, ja. Ich habe in Vorbereitung auf den Film sehr intensiv ein Storyboard gezeichnet, wo man also sieht, an welchen Positionen die Kamera dann stehen muss beim Filmdreh, was genau von den Schauspielern im Bild zu sehen ist. Wer kann das jetzt sein? Ich gehe schon. Wir hatten ja auch eine Kostümprobe, wo wir sozusagen geklärt haben, wie Amanda und Naomi sich kleiden. Das war so der erste Moment, wo wir, glaube ich, alle eine Vision vom Film bekommen haben. Wir hatten zum ersten Mal die Sachen an, die wir auch später im Film getragen haben, und so konnte man sich quasi vorstellen, wie sieht meine Figur aus. Ich habe Fotos gemacht, dann diese Fotos ausgewertet. Die Schauspielerinnen haben eine PDF-Datei bekommen mit den ganzen Szenen, wo sie was anziehen sollen. Da hatten wir ja dann auch Shirin, unsere Stylistin, also für Hair und Make-up. Die hat sich da wahnsinnig ins Zeug gelegt und sie hat sich da so gekümmert, also das war der Wahnsinn. Die hat auch die ganze Zeit am Set, hat sie auf alles geachtet, wie sitzt das, wo ist das, was hat sie jetzt an. Sie war die komplette Planung für mein Auftreten als Amanda in dem Film, weil sie wusste, welches Outfit ist in welcher Szene. Ohne Shirin, das wäre kostümmäßig enorm schwierig geworden. Auch in der Natur sieht die Frau immer gut gestylt aus. Ich mache immer mit dieser Frisur auf. Wir drehen die erste Szene. Wir brauchen dann nur noch 300 weitere. Hast du? Würdest du gehen? Du musst ein Stück zurück, glaube ich. Also doch nicht nachher, genau. Und bitte! Wann kommt die? Schade. Wanda, wir fangen an. Du musst, komm mal an die Tür ran hier. Es gibt sicherlich so viele Komponenten, die einen Film toll und einzigartig machen. Eine davon war mein Gebiet sozusagen, das war die Lichtsetzung. Licht spielt so eine wichtige Rolle beim Film. Man kann mit Licht alles machen. Das haben wir natürlich auch in unserem Film probiert, genau das zu tun. Eine passende Lichtsetzung für alle Szenarien zu schaffen. Yannick ist sehr professionell im Umgang mit der Kamera, weiß ganz genau, wo er das Licht hinzustellen hat. Und ich glaube, ich habe ihn ziemlich wahnsinnig gemacht am Set. Wenn Wanda, genau so. Das ist mein Auto! Mein Haus ist so nah.
Aber ich denke, wir haben uns gut ergänzt und ich glaube auch nicht, dass das der letzte Film ist, den wir zusammen gemacht haben. Janik, so. Okay. Emotionelle Taschentuch einsatz, so wie du gesagt hast. Ja, ich hätte sehr emotional gefallen. Die größte Herausforderung für mich war, glaube ich, das Schauspiel vor den ganzen Leuten, die um einen herum waren, weil wenn man zu Hause so in seinem Zimmer, in seinem Safe Space übt, dann ist das nochmal was ganz anderes, als wenn auf einmal ganz viele Augen auf dich gerichtet sind. Sie könnte jemand sein, die solche Männer einfach nimmt und sie mit ihren bloßen Händen in Stücke reißt. Lauf! Sonst verpassen. Eine Herausforderung war auf jeden Fall, da Amanda ja auch 2 Szenen hat, die halt sehr emotional sind, diese Emotionalität zu erzeugen und halt in der Szene dann zu weinen zum Beispiel oder so. Und das ist mir halt ein bisschen schwer gefallen. Eine Herausforderung war auch der Dreh mit der Erbsenpackung, also wo ich Ole die Hand verbrenne, also Amanda. Ja, einfach weil das in so einer Phase am Tag war, wo ich dann schon komplett durch war, weil der Tag ein bisschen anstrengend war und so. Es gab während des Drehs einen Moment, da wollte ich dieses Filmprojekt abbrechen. Wir waren abends um 10, halb 11 noch an einem Dreh dran, der eigentlich hätte um 6 fertig sein sollen. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich habe mich hier übernommen, wir brechen jetzt, glaube ich, ab. Und da drehte sich dann die Wanda zu mir, sagte, nee, warum? Wir sind jetzt hier, wir ziehen das jetzt durch, wir machen das. Und damit hat sie eigentlich dieses ganze Projekt gerettet. Auch die ganzen anderen Schauspieler haben sofort gesagt, ja klar, machen wir das jetzt, wir sind jetzt da, wir stehen da jetzt dahinter. Und also das war so ein Moment, der ist für mich unvergesslich und der wird mich mein Leben begleiten, denke ich. Und ich bin froh, dass ich da auf Wanda gehört habe. Ich denke, Herausforderungen sind an einem Filmset was ganz Normales. Was bei uns aber der Schlüssel war einfach das wirklich wunderbare Team. Man hat sich gegenseitig aufgemuntert, man hat sich gegenseitig motiviert, alles zu geben. Was mir da immer geholfen hat, ist immer dieses Hintergrundwissen, dass man sich einfach mal von irgendjemand am Set eine Umarmung abholen kann, ein positives Feedback oder irgendeinen kleinen Motivationssatz wie du schaffst das, und das stärkt einen so unglaublich in diesen Momenten und hat mir einfach sehr geholfen, dieses Projekt zu meistern. Die Atmosphäre am Set war super, wir haben uns alle verstanden, es hat harmoniert, man konnte mit jedem reden, es war spaßig. Ich habe mir das schon gedacht, dass das... Okay, gut. Ich mache einfach so die ganze Zeit. Nee, du sollst niemanden gehen. Deine Angel ist im Bild? Jetzt noch? Nee. Da geht der Henrich gleich zu. Meine Angel ist im Bild. Aufgewacht. Beinahe hätte ich dich beinahe nackt geküsst. Wenn ich den ganzen Tag mache. Es war halt auch einfach mega freundlich, also man hat sich immer geholfen, man ist eingesprungen. Und das war auch echt cool, weil die Atmosphäre einfach so gut war, weil es so herzlich war. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, ob Bibel für uns heute noch relevant ist? Es gibt eine Sache, darin bin ich spitze, wirklich spitze. Und diese Sache ist, die richtigen Leute für das Richtige finden. Das ist wirklich so. Schaut sie euch an. Das sind sie. Meine Lieblingsszene, das waren, glaube ich, die Traumszenen, die wir im Theater gedreht haben, einfach in diesem dunklen Raum mit so einer Lichtquelle, wenn der Nebel so in der Luft liegt und man nur so die Schatten sieht und das Glitzern von den Kleidern, das war sehr schön. Das hätte ich stundenlang machen können dort im Theater. Super, gut, los geht's bitte. Und? Ich bin Dauerarbeiter. Wir haben bei dem Film mit professionellen Schauspielern zusammengearbeitet, mit Oda Pretschner und Tom Quaas. Da war ich sehr aufgeregt und auch nervös. Amanda! Herr Gellert? Zum einen hat man halt schon den Unterschied gesehen zwischen dem, was so ein Profi kann und was man halt selbst noch so ein bisschen entwickeln muss. Sie haben da was. Was mache ich nur mit Ihnen? Wenn die Damen mal
bitte zu Ihrer Arbeit zurückkehren könnten. Und Luisa, füllen Sie den Toner mit Drucker, den was auch immer mit Dings aus. Aber auch die Menschen dann mal hinter ihren Charakteren kennenzulernen, diese Herzlichkeit von ihnen zu spüren, diese Freundlichkeit, diese Bereitschaft, einem auch was beizubringen, das war wirklich ja, ein schöner Moment, selbst mitzuerleben, wie man so von Profis lernen kann. Scheiße, Naomi, der war im Angebot, hat nichts gekostet. Das mache ich gleich nochmal. Zum einen war es so, dass wir natürlich ständig unter Strom gestanden haben. Wir hatten halt eigentlich den ganzen Dreh über Stress und jeder hat irgendwas zu tun gehabt. Der eine musste mit dem Scheinwerfer rumrennen und den festhalten, der nächste hat an der Kamera rumgefriemelt. Und gleichzeitig ist es uns aber gelungen, denke ich, dass am Set selber das Zwischenmenschliche nicht drunter gelitten hat, sondern dass das eine wirklich gute, intensive Arbeitserfahrung war. Und trotzdem so was Nachhaltiges und auch zwischenmenschlich Schönes da am Set einfach abgelaufen ist, dass man gemerkt hat, oh, das macht auch Spaß, miteinander zu arbeiten. Und wir arbeiten hier an was Großem und wir kriegen das nur gemeinsam hin und wir halten das aus, wenn es mal irgendwie wackelt oder nicht gut läuft. Und das fand ich eigentlich großartig und ich glaube, das ist was ich mir bei dem Projekt so mitnehme wie noch bei keinem anderen in der Größenordnung zuvor. Ja, so abschließend kann ich halt sagen, dass das unfassbar wichtig für mich auch war und ich glaube für alle. Man wird schon ein bisschen hungrig nach diesem Gefühl so. Also das Filmprojekt und die Chance, da mitzuwirken, hat mein Leben sehr nachhaltig geprägt. Einfach weil ich was fürs Leben gelernt habe. Und zwar, dass wenn man ein großes Ziel hat, dass man diese kleinen Zwischenschritte, die man auf dem Weg bis dahin erledigen muss, sehr schätzen muss und auch auf diesen Prozess vertrauen muss, um am Ende halt das Große und Ganze zu erreichen. Und das ist einfach sowas, was ich fürs Leben mitgenommen habe. Also die kleinen Schritte im Leben zu achten, um halt Großes zu bewirken.